meiner Forschung mache ich Experimente zu ziemlich verschiedenen Themen. Ich habe ein sehr breites Spektrum von Interessen. Ich interessiere mich vor allem für abstrakte Konzepte, aber da gibt es auch viele. Es gibt Zahlen, wie wir Zahlen verstehen. Es gibt Zeitkonzepte, wie wir über die Zukunft oder über die Vergangenheit denken. Es gibt auch emotionale Konzepte, wie wir solche Wörter wie zum Beispiel Freude oder Traurigkeit verstehen. Und ich interessiere mich für sie alle. Ich finde sie alle spannend. Ich versuche herauszufinden, wie wir diese abstrakte Ideen, diese abstrakte Konzepte verstehen. Und zwar, ich gehe davon aus, also in meiner Wissenschaft wird es angenommen, dass das Einzige, was wir haben, unser Körper ist. Also ich bekomme Informationen aus der äußeren Welt durch meine Sinne, durch das Sehen, durch Hören, durch Berühren und irgendwie am Ende doch kann ich auch solche Ideen wie Freundschaft oder Demokratie begreifen und verarbeiten. Ich hoffe, die Grundlagen von unserem Denken zu verstehen. Es war jahrhundertelang so eine abstrakte philosophische Frage. Was macht uns zu Menschen? Wie können wir über abstrakte Sachen reden, denken? Und in meiner Wissenschaft versuchen wir ganz speziell, ganz konkrete neurowissenschaftliche Grundlagen von diesen Prozessen zu identifizieren oder diese Denkprozesse zu messen, greifbar zu machen. In unserer Forschungsgruppe arbeiten wir vor allem mit experimentellen Methoden. Wir laden Leute ein in unser Labor und dann ganz einfach können wir ihnen auf dem Bildschirm verschiedene Wörter zeigen oder Zahlen zeigen und dann bitten wir sie mit diesen Wörtern oder Zahlen Aufgaben zu machen. Also zum Beispiel kann man fragen, drücke bitte die linke Taste, wenn du ein Wort siehst und die rechte Taste, wenn es kein echtes Wort ist. Und dann zeigt man verschiedene Wörter, so wie gestern, morgen, vorgestern und so weiter. Oder Pseudowörter, das sind Reihenfolgen von Buchstaben, die wie als Wörter aussehen, sind aber keine echten Wörter. Zum Beispiel Rapper. Ja, das ist kein echtes Wort. Und dann drückt man diese Tasten und was machen wir? Wir messen die Reaktionszeit. Wie schnell drückt man die rechte Taste, wenn man Wörter mit der Zukunft, die mit der Zukunft zu tun haben, sieht? Oder wie schnell drückt man die linke Taste, wenn man die Wörter, die mit der Vergangenheit zu tun haben, sieht? Und dann finden wir heraus, dass es tatsächlich so eine Assoziation zwischen die Zukunft und die rechten Seite ist. Dann ist man schneller und eine Assoziation zwischen der Vergangenheit und der linken Seite. Dann ist man auf der linken Seite schneller für diese Wörter. Das ist ein Beispiel von unserer Forschung. Ich denke generell, dass diese Frage sehr wichtig ist, wie wir abstrakte Ideen oder Konzepte verstehen. Äh, Erstens ist es einfach spannend. Ähm, Wie können wir quasi ins menschliche Gehirn schauen, auch durch diese einfachen Methoden. Aber das hat auch sehr viele verschiedene Anwendungen, zum Beispiel in Bildungsforschung. Wie können wir Kindern mit Rechenschwächen helfen, äh, besser Mathe zu lernen? Oder wie können wir Menschen helfen, Fremdsprachen besser zu erwerben? Also das sind einzelne Beispiele. Ich habe mich schon immer für menschliches Denken interessiert und meine Forschung hat mich vielleicht noch aufmerksamer gemacht. Ich achte noch mehr auf unser Körper, auf Körper von meiner Gegenüber, wie sie reden und ich verstehe noch tiefer, wie das diese Denkprozesse reflektiert. Also das heißt, wenn ich mich bewege oder wenn ich Gäste habe oder wenn meine Mimik sich ändert, das ist nicht nur mein Körper, sondern das ist tatsächlich ein Spiegel von meinen Gedanken.
Ich finde es faszinierend, was wir als die Menschheit schon erreicht haben. Wir schicken die Schiffe ins All oder wir untersuchen die Meeresböden, aber wir wissen immer noch zu wenig über das, was das Ganze ermöglicht, über unser Gehirn. Da gibt es noch sehr viel zu verstehen.